Willkommen bei Verlaufgeschichte, an einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nichts so einfach ist, wie es scheint. Jedes Mal, wenn die Preise steigen, verlierst du in Wahrheit ein weiteres Stück deiner Freiheit. Der Einkauf im Supermarkt, die Miete, der Benzinpreis. Alles steigt Monat für Monat leise an. Wenn du bemerkst, dass dein Gehalt nicht mehr so weit reicht wie früher, dann ist das kein bloßes Gefühl. Du wirst Zeuge vielleicht der stillsten Vermögensumverteilung der Menschheitsgeschichte, Teil eines Zyklus, der sich in jeder Generation wiederholt. Denn Inflation erhöht nicht nur die Preise, sie entscheidet auch im Voraus, in wessen Händen die Zukunft geformt wird. Für viele wirkt Inflation wie reines Chaos, rasant steigende Preise, schmelzende Ersparnisse und ein System, das auseinanderzufallen scheint. Doch aus der Perspektive der Mächtigen ist Inflation eher ein Element der Ordnung. Sie ist ein Überlebensmechanismus der modernen Wirtschaft. Ein Mittel für Staaten, Kriege zu finanzieren, ohne die Steuern offen zu erhöhen. Ein Werkzeug für Unternehmen, um Schulden zu entlasten. Und für die Reichen ein Fenster der Gelegenheit, in dem sie zusehen können, wie sich ihr Vermögen vervielfacht, während andere versuchen aufzuholen. Die eigentliche Frage ist nicht, warum Inflation existiert, sondern warum ihre ständige Wiederholung akzeptiert wird. Um das zu verstehen, muss man in jene Zeiten zurückblicken, in denen Inflation nicht als wirtschaftliches Ziel, sondern als nationale Krise galt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die meisten großen Volkswirtschaften an den Goldstandard gebunden. Jede von Regierungen ausgegebene Papierwährung war durch Goldreserven in den Tresoren gedeckt. Dies hielt das Geld knapp und stabil. Gleichzeitig verhinderte es, dass Regierungen nach Belieben Geld drucken konnten. Entstand ein Haushaltsdefizit, blieb nur die Wahl: Steuern erhöhen oder die Konsequenzen akzeptieren. Inflation trat meist nur als Folge von Kriegen oder wirtschaftlichen Zusammenbrüchen auf und galt als Zeichen von Disziplinverlust. Dass eine Regierung Inflation bewusst wählen könnte, war undenkbar. Dann geriet alles aus den Fugen. Die große Depression der 1930er Jahre zeigte, dass monetäre Knappheit selbst eine Illusion sein konnte. Preise fielen, Löhne sanken, Banken kollabierten. Die Wirtschaft kam nahezu zum Stillstand. Nicht wegen Inflation, sondern wegen Deflation. Mit steigender Kaufkraft des Geldes wagte niemand mehr zu konsumieren. Schulden wurden mit der Zeit immer erdrückender. Es entstand ein Teufelskreis des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Die Folge: das Verständnis der Entscheidungsträger über Geld änderte sich grundlegend. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Inflation nicht länger eine gefürchtete Bedrohung, sondern ein Lösungswerkzeug. Die Staaten standen vor gewaltigen Kriegsschulden. Eine ehrliche Rückzahlung war unmöglich und auch nicht gewollt. Stattdessen ließ man die Inflation die Arbeit erledigen. In den 1950er und 1960er Jahren schrumpften globale Schulden unauffällig. Nicht, weil Länder reicher wurden, sondern weil der reale Wert der Schulden durch Inflation erodierte. $1 Billion an Kriegsanleihen wog 10 Jahre später schlicht weniger. Das System lernte eine entscheidende Lektion. Kontrollierte Inflation konnte große, komplexe Probleme lösen. Fast unbemerkt. Im Jahr 1971 schloss Präsident Nixon das Goldfenster und beendete die Konvertibilität des Dollars in Gold. Was als vorübergehende Maßnahme gedacht war, wurde dauerhaft. Geld hörte auf, ein Wertmaßstab zu sein, und wurde zu einem politischen Instrument. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte beruhte die dominierende Weltwährung nicht auf Metall, sondern auf Vertrauen. Dollars ließen sich nicht mehr gegen Gold eintauschen, nur noch gegen mehr Dollars. Inflation war nun kein Symptom mehr, sondern Teil des Designs. Von diesem Moment an änderten sich die Spielregeln vollständig. Solange die Menschen daran glaubten, konnte Geld unbegrenzt geschaffen werden. Staaten konnten unbegrenzt Schulden machen. Banken konnten Kredite grenzenlos ausweiten. Und Investoren erkannten eine einfache Wahrheit: solange Inflation kontrolliert bleibt, gewinnen nicht die Sparer, sondern die Schuldner. Inflation kehrt die Logik des Geldes lautlos um. Hältst du Bargeld, bestraft dich Inflation. Bist du verschuldet, belohnt sie dich. Mit jedem Jahr steigender Preise sinkt der reale Wert der Schulden. Eine Hypothek über $1 Million mag heute erdrückend erscheinen. Doch 20 Jahre später, nach einer Phase stetiger Inflation, fühlt sich dieselbe Schuld deutlich leichter an. In dieser Zeit steigen Vermögenswerte, Häuser, Aktien, Land, nominal im Wert. Inflation verkleinert nicht nur Schulden, sie vergrößert Vermögen. Hier liegt der zentrale Widerspruch des Systems. Die gleiche Kraft, die die Armen unter Druck setzt, hält die Reichen aufrecht. Das ist keine Verschwörung, sondern reine Arithmetik. Inflation ist der tragende Mechanismus einer schuldenbasierten Wirtschaft. Ohne Inflation müsste jede Schuld mit Geld zurückgezahlt werden,
das seinen ursprünglichen Wert behält. Etwas, das für ein System, das auf Kreditexpansion beruht, unmöglich wäre. Deshalb haben sich Regierungen, Zentralbanken und Unternehmen stillschweigend auf eines geeinigt. Lieber lässt man das Geld jedes Jahr ein wenig an Wert verlieren, als das System vollständig kollabieren zu lassen. Und was bedeutet das für den gewöhnlichen Menschen? Die Antwort ist einfach und zugleich verheerend. Löhne halten mit den Lebenshaltungskosten meist nicht Schritt. Preise steigen mit einer deutlich höheren Dynamik als Gehaltserhöhungen. Ersparnisse, die einst als Absicherung der Mittelschicht galten, verlieren langsam, aber stetig an Wert. Menschen, die ausschließlich von Arbeitseinkommen leben und kein Kapital besitzen, finden sich in einem endlosen Kampf auf einem unsichtbaren Laufband wieder. Denn Inflation belohnt nicht Arbeit, sondern Eigentum und bestraft zugleich Risikoaversion. Was einst als Tugend galt, das Sparen, wird mit der Zeit zu einem Nachteil. Das System rät dir zu sparen und bestraft dich genau dafür. Wenn dir die Bank 3% Zinsen bietet, während die Inflation bei 6% liegt, verdienst du nichts. Du zahlst faktisch dafür, dein Geld zu halten. Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich zu 4% verschulden, Immobilien kaufen und zweistellige Wertsteigerungen erleben. Das ist kein Marktglück, sondern ein bewusstes Design. Inflation verteilt Geld nicht zufällig, sie lenkt Vermögen nach oben. Jene, die der Quelle des Geldes am nächsten stehen, Banken, Regierungen und Großkonzerne, profitieren am stärksten, weil sie das Geld erhalten, solange es seinen Wert noch nicht verloren hat. Wenn es schließlich bei dir ankommt, ist seine Kaufkraft bereits geschwächt. Dieses Phänomen ist als Cantillon-Effekt bekannt, benannt nach dem Ökonomen Richard Cantillon aus dem 18. Jahrhundert. Wenn neues Geld in die Wirtschaft gelangt, profitieren zuerst diejenigen, die es erhalten, bevor sich die Preise anpassen. Früher waren es Könige und Kaufleute, heute sind es Hedgefonds und Zentralbanken. Inflation verändert nicht nur Preise, sie bestimmt auch, wer unter diesen Preisen leben kann. Seit 1971 hat sich die Logik des Geldes grundlegend gewandelt. Mechanismen, die früher übermäßige Ausgaben bestraften, begannen plötzlich, sie zu belohnen. Disziplinierende Kräfte für Regierungen verwandelten sich in Freiräume. Als Kredit das Sparen ersetzte, wurde Inflation zu dem unsichtbaren Bindemittel, das alles zusammenhält. In den 1980er und 1990er Jahren beherrschte das System sein Gleichgewichtsspiel perfekt. Zentralbanken versprachen Preisstabilität und zielten auf rund 2% Inflation. Hoch genug, um Wachstum zu ermöglichen, niedrig genug, damit die Bevölkerung diese versteckte Steuer kaum wahrnimmt. 2% wirken harmlos, funktionieren jedoch mit nahezu wissenschaftlicher Präzision. Über eine Generation hinweg halbieren sie die Kaufkraft einer Währung. Der Unterschied ist klar: Während gewöhnliche Menschen an der Supermarktkasse sehen, wie ihre Rechnungen explodieren, beobachten Reiche, wie ihr Vermögen im gleichen Tempo oder schneller wächst. Bei stabiler Inflation wird Schuldenmanagement planbar. Reiche fürchten Inflation nicht, sie nutzen sie. Sie besitzen Immobilien, deren Preise steigen, Unternehmen, die ihre Preise anpassen können, Aktien, die mit der Inflation wachsen. Und Schulden, die jedes Jahr leichter zurückzuzahlen sind. Inflation wirkt wie ein leiser, unsichtbarer Komplize, der ihre Vorteile kontinuierlich vergrößert. Auch Staaten lieben Inflation. Je länger sie anhält, desto geringer wird der reale Wert der Staatsverschuldung. Deshalb bekämpfen Regierungen Deflation mit allen Mitteln. Deflation legt wirtschaftliche Schwächen offen, erhöht die Schuldenlast, lässt Blasen platzen und löst Insolvenzen aus. Inflation wirkt entgegengesetzt. Sie verdeckt Probleme, schließt Lücken und verlagert Lasten stillschweigend auf die unteren Schichten der Gesellschaft. Und Banker? Sie lieben Inflation noch mehr, denn sie bedeutet eine Welt, die niemals aufhört, sich zu verschulden. Wenn Preise kontinuierlich steigen, verliert Sparen seinen Sinn. Man wird gezwungen zu investieren. Renditesuche wird zur Pflicht. Doch jede neue Jagd nach Rendite bedeutet neue Kredite, neue Finanzprodukte, neue Derivate. Die gesamte Architektur der modernen Finanzwelt, von Hypotheken über Anleihen bis hin zu Aktienrückkäufen, basiert auf einer Annahme, dass das Geld von morgen etwas weniger wert sein wird als das von heute. Das eigentliche Problem ist, je weiter unten man im System steht, desto geringer ist die Kontrolle. Wer vom Lohn lebt, dessen Einkommen passt sich nur langsam der Inflation an. Wer Vermögenswerte besitzt, dessen Reichtum reagiert schneller. Wer jedoch auf Kredit lebt, wird von Inflation entweder erdrückt oder reich gemacht. Der Unterschied liegt in der Art der Schulden. Kreditkartenschulden sind Gift. Eine festverzinste Hypothek ist ein intelligenter Hebel. Reiche kennen diesen Unterschied, die meisten Menschen nicht. So verwandelt Inflation Wissen in Kapital. Dann kam das Jahr 2008.
Die globale Finanzkrise hätte eine Chance für einen fairen Neuanfang sein können, ein entscheidender Moment, um eine ehrlichere Ordnung zu schaffen. Stattdessen wurde sie zu einer Demonstration meisterhaft eingesetzter kontrollierter Inflation. Zentralbanken schufen Billionen an neuem Geld, um das System zu retten. Doch dieses Geld floss nicht zur breiten Bevölkerung, sondern in Banken und Finanzmärkte. Das Ergebnis: Vermögenspreise erholten sich rasant. Aktien und Immobilien legten zu, Löhne hingegen nicht. Quantitative Lockerung, das Erschaffen von Geld durch Anleihekäufe, klang wie eine hochtechnische Lösung. Doch in Wahrheit war sie alles andere als technisch. Sie stellte eine historische Vermögensumverteilung dar, umgesetzt über steigende Assetpreise. Wer Vermögenswerte besaß, gewann. Wer zur Miete lebte, musste warten. Das war keine Korruption. Es war eine bewusste politische Entscheidung. Im Jahr 2020 wiederholte sich dieser Zyklus, diesmal im Schatten einer globalen Pandemie. Regierungen zahlten direkte finanzielle Hilfen an Haushalte, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Dies ließ die Nachfrage steigen, während gleichzeitig Lieferketten zerbrachen. Das Ergebnis: Inflation auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Die Geschichte erinnerte sich erneut selbst. Börsen erreichten Rekordstände, während Immobilien unerschwinglich wurden. Die gleichen Gruppen, die von niedrigen Zinsen profitierten, schafften es nun sogar, aus Knappheit Gewinne zu ziehen. Für eine Zeit glaubten viele, Inflation sei wegen gieriger Unternehmen zurückgekehrt. Doch es war keine neue Gier, es war dieselbe Gier, die das System seit Jahren belohnt. Der Unterschied: Sie spielten das Spiel inzwischen geschickter. Denn Inflation wählt keine Gewinner. Sie vergrößert lediglich jene, die bereits Macht besitzen. Ein Blick auf die großen Inflationsphasen der Geschichte zeigt ein stets gleiches Muster. Im Weimarer Deutschland verlor die Mittelschicht ihr gesamtes Vermögen, während Industrielle mit Sachwerten reicher wurden als je zuvor. Im Nachkriegsbritannien tilgte Inflation stillschweigend die Staatsschulden, während Sparer zusahen, wie ihre Renten dahinschmolzen. In den 1970er Jahren stagnierten in den USA Aktien, während Immobilien und Rohstoffe Vermögen schufen, für jene, die Zugang hatten. In den 2020er Jahren gewann das reichste Prozent Billionen, während der durchschnittliche Haushalt zurückblieb. Unterschiedliche Zeiten, dieselbe Ordnung. Inflation ist eine der ältesten Formen der Vermögensumverteilung und vielleicht die gesellschaftlich akzeptierteste. Oft geben Menschen der Gier, politischen Entscheidungen oder Problemen in Lieferketten die Schuld. Doch all das sind nur Symptome. Die eigentliche Ursache liegt tiefer, strukturell. Wir haben ein Wirtschaftssystem geschaffen, das auf Kreditexpansion beruht. Und dieses System benötigt Inflation, um zu überleben. Die Alternative ist nicht Stabilität, sondern der Zusammenbruch. Deshalb verfolgen Zentralbanken selbst dann, wenn sie einen harten Kurs im Kampf gegen die Inflation ankündigen, nicht das Ziel, Inflation vollständig zu beseitigen, sondern sie lediglich zu kontrollieren. Während die Währung still weiter an Wert verliert, soll in der Öffentlichkeit ein Gefühl von Stabilität entstehen. Denn würde Inflation tatsächlich auf Null fallen, käme das wirtschaftliche Wachstum zum Stillstand und das System würde blockieren. So wird der Kampf gegen Inflation zu einer Inszenierung, getragen von einem fragilen Gleichgewicht zwischen Glaubwürdigkeit und Notwendigkeit. Die Federal Reserve erhöht die Zinsen, die Märkte geraten in Panik, und kurz bevor es zu einem echten Zusammenbruch kommt, wird der Kurs wieder geändert. Denn an der Spitze weiß man sehr genau, ein gewisses Maß an Inflation ist der kleine Preis, den man zahlen muss, um die Illusion von Ordnung aufrechtzuerhalten. Hier geht es um mehr als Politik, um eine tiefere, psychologische Ebene. Inflation verändert nicht nur Zahlen, sie formt menschliches Verhalten. Sie lehrt Menschen, den Konsum des Heute dem Planen des Morgen vorzuziehen. Sie bestraft Geduld und belohnt Risikobereitschaft. Sie verwandelt Sparen in Angst und Spekulation in Hoffnung. All das zusammen erschafft den idealen Bürger für ein schuldenbasiertes System. Ständig konsumierend, niemals wirklich zufrieden und immer in Bewegung, um Sicherheit zu jagen. So funktioniert der Prozess, in dem Inflation zur Kultur wird. Man nennt es Wachstum, manchmal Wohlstand. Doch die zugrunde liegende Dynamik bleibt stets dieselbe. Entwertung, erneute Aufblähung und Wiederentdeckung. Dieser Mechanismus erhält die Macht von Imperien, hält Banken liquide und sorgt für gesellschaftliche Anpassung. Hat man ihn einmal erkannt, kann man nicht mehr so tun, als gäbe es ihn nicht. Inflation ist kein Zufall. Sie ist die Art, wie Macht Zeit misst. Sie belohnt jene, die in der Zukunft leben. Schuldner, Investoren und diejenigen, die den Kreditfluss steuern. Sie belastet jene, die im Heute leben. Lohnempfänger, Sparer und Menschen, die ihr Einkommen konsumieren.
Und sie neigt dazu, jene zu vergessen, die in der Vergangenheit verharren, diejenigen, die noch immer glauben, Geld könne seinen Wert bewahren. Genau deshalb lieben Reiche Inflation, und du nicht. Für sie ist sie kein Diebstahl, sondern Strategie. Jede Generation erkennt dieselbe bittere Wahrheit. Der Wert des Geldes ist niemals konstant. Die eigentliche Frage lautet, bist du derjenige, der verliert, oder derjenige, der den Wert bestimmt? Inflation entsteht nicht plötzlich, sie ist die unvermeidliche Folge einer Welt, die alles sofort verlangt und die Rechnung später bezahlt. Schulden sind der leise Motor, der Treibstoff von Imperien und das Fundament eines Systems, das zum permanenten Wachstum gezwungen ist, auf Kosten der Menschen in ihm. Und doch stoßen wir auf diesen Widerspruch. Ohne Inflation würde alles zusammenbrechen. Deflation lässt Schuldner finanziell kollabieren, erhöht das Insolvenzrisiko der Banken und bringt den Handel nahezu zum Stillstand. Inflation hingegen hält die Räder der Wirtschaft in Bewegung, unabhängig davon, wer dabei Schaden nimmt. Das moralische Fazit der modernen Ökonomie lautet: Wachstum um jeden Preis. Wenn du das nächste Mal hörst, dass ein wenig Inflation gut für die Wirtschaft sei, frage dich, für wen? Nicht für den Arbeiter, der für ein Eigenheim spart, nicht für den Rentner mit festem Einkommen, sondern für jene, die bereits besitzen, nicht für die, die das System tragen, sondern für die, die von ihm profitieren. Inflation ist kein Fehler des Kapitalismus, sie ist sein Wesen. Während der Kapitalismus mit Vollgas bergauf rennt, zerrt er unsere Geldbörsen hinter sich her. Denn Inflation ist letztlich kein Feuer, sie ist Sauerstoff. Und die Welt, die wir gebaut haben, kann ohne ihn nicht atmen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte trägt Antworten in sich und ich werde dir zeigen, wo du sie findest.